Lektion 1. Willkommenskampagne. Die Kampagne, die Sie erwähnt haben, klingt faszinierend. Sie heißt jeden in Ihren Häusern und in Ihrer Nachbarschaft willkommen. Ja, es ist eine großartige Initiative zur Förderung des Gemeinschaftsgeistes. Unbedingt. Der Aufbau von Verbindungen kann Nachbarschaften stärken. Ich denke, es ermutigt die Menschen, sich miteinander zu beschäftigen. Ja. Es ist so wichtig, ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Und es hilft, Barrieren zwischen verschiedenen Gruppen abzubauen. Genau. Jeder verdient es, sich willkommen und geschätzt zu fühlen. Ich liebe diese Idee. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, Inklusivität zu fördern. Lassen Sie uns Wege finden, Initiativen wie diese in unserer eigenen Community zu unterstützen. Lektion 2. Die Rocky Mountains erkunden. Einige der bekanntesten Berglandschaften der Erde konzentrieren sich auf die kanadischen Rocky Mountains. Unbedingt. Die Aussichten dort sind einfach atemberaubend. Ich habe gehört, dass Wanderwege unglaubliche Panoramen bieten. Ja, es ist ein Wanderparadies mit so vielen Möglichkeiten, die es zu erkunden gilt. Ich kann mir nur vorstellen, wie majestätisch die Gipfel persönlich aussehen. Definitiv. Die Tierwelt und die Natur dort sind ebenfalls atemberaubend. Ich würde gerne die türkisfarbenen Seen und hochaufragenden Berge aus der Nähe sehen. Ich auch. Es ist ein Reiseziel, das die Schönheit der Natur wirklich einfängt. Lass uns eine Reise planen, um es gemeinsam zu erleben. Lektion 3. Verantwortung für die Umwelt. Wir müssen uns damit befassen, wie sich die Umweltverschmutzung auf unsere Böden, Flüsse und Wälder ausgewirkt hat. Unbedingt. Es ist besorgniserregend, die Auswirkungen auf die Umwelt zu sehen. Ja, diese natürlichen Ressourcen wurden uns von unseren Vorfahren vermacht. Und es liegt in unserer Verantwortung, sie für zukünftige Generationen zu schützen. Genau. Wir sollten uns für nachhaltige Praktiken einsetzen, um den Schaden rückgängig zu machen. Ja, jede kleine Aktion kann zu einer größeren Veränderung beitragen. Es ist wichtig, das Bewusstsein für diese Themen zu schärfen. Definitiv. Bildung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Umweltschutzes. Lassen Sie uns Wege finden, uns an lokalen Naturschutzbemühungen zu beteiligen. Lektion 4. Telefonetikette. Hast du von der neuen Kleiderordnung bei der Arbeit gehört? Nein. Was ist die Änderung? Sie führen eine entspanntere Kleiderordnung ein, um den Komfort zu fördern. Das klingt interessant. Ich denke, es kann die Moral stärken. Ja. Menschen schneiden oft besser ab, wenn sie sich wohlfühlen. Unbedingt. Aber ich frage mich, wie Sie entspannt definieren. Ich denke, sie erlauben mehr Freizeitkleidung, wie Jeans und schöne Hemden. Das ist großartig. Es ist schön, ein bisschen mehr Freiheit bei der Kleidung zu haben. Ja. Es geht darum, Professionalität mit Komfort in Einklang zu bringen. Lektion 5. Verhaltensänderungen. Für Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, schienen die Veränderungen ziemlich dramatisch zu sein. Unbedingt. Die Welt hat sich auf so viele Arten verändert, vor allem sozial.
Ja, und diese Veränderungen beeinflussen oft das Verhalten und die Einstellungen der Menschen. Ich finde es faszinierend, wie historische Ereignisse unser tägliches Leben prägen. Genau. Die Menschen passen sich ihrer Umgebung an und schaffen neue Normen und Traditionen. Ja, und es ist interessant zu sehen, wie verschiedene Generationen auf diese Veränderungen reagieren. Richtig. Jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen und Triumphe. Ich denke, wenn wir diese Verhaltensweisen verstehen, können wir uns besser mit anderen verbinden. Definitiv. Es erinnert uns an unsere gemeinsame menschliche Erfahrung. Lektion 6. Wochenendausflug. Klingt perfekt. Wie lange bleibst du? Nur für eine Woche, dann wieder zu Hause. Ich kann es kaum erwarten, es zu erkunden. Das ist eine schöne Zeit, um das Erlebnis wirklich zu genießen. Ja, ich möchte so viel wie möglich ausprobieren, während ich dort bin. Was steht auf deiner Must-See-Liste für die Reise? Ich würde gerne einige lokale Märkte und historische Stätten besuchen. Das klingt aufregend. Es macht immer Spaß, etwas über neue Kulturen zu lernen. Unbedingt. Ich möchte in die lokalen Gepflogenheiten eintauchen. Und vergiss nicht, viele Fotos zu machen, um dich an die Momente zu erinnern. Lektion 7. Veränderungen beim gesunden Essen. Das ist großartig. Welche Änderungen haben Sie an Ihrer Ernährung vorgenommen? Nun, ich habe angefangen, mehr Obst und Gemüse in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Das ist ein kluger Schachzug. Frische Produkte sind so wichtig für die Gesundheit. Ja. Ich fühle mich energischer und meine Mahlzeiten sind jetzt bunter. Ich liebe das. Gesundes Essen kann ebenso angenehm wie wohltuend sein. Genau. Ich versuche auch, verarbeitete Lebensmittel so weit wie möglich zu reduzieren. Das ist eine gute Idee. Vollwertkost sorgt für eine bessere Ernährung. Ja. Es ist erstaunlich, wie kleine Änderungen einen großen Unterschied machen können. Ich stimme zu. Lass uns ein paar gesunde Rezepte teilen, wenn wir das nächste Mal zusammen kochen. Lektion 8. Motiviert bleiben. Ich finde, dass ein Trainingspartner mir hilft, jeden Tag motiviert zu sein. Das ist eine großartige Strategie. Es macht das Training angenehmer, nicht wahr? Ja. Wir ziehen uns gegenseitig zur Rechenschaft, was sehr hilfreich ist. Unbedingt. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem man die Reise teilen kann. Außerdem können Sie sich gegenseitig dazu drängen, neue Übungen auszuprobieren. Genau. Es hält die Dinge in der Routine frisch und aufregend. Ich denke, es hilft auch, die Fortschritte des anderen zu feiern. Ja, ein bisschen Ermutigung trägt viel zur Fitness bei. Lass uns eine Zeit finden, um gemeinsam zu trainieren und uns gegenseitig zu motivieren. Lektion 9. Pläne für Wochenendausflüge. Ich denke, ein Wochenendtrip wäre ideal. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wann willst du gehen? Wir können am frühen Samstag abreisen und am Sonntag zurückkehren. Perfekt. Das gibt uns einen ganzen Tag zum Erkunden. Ja. Wir können das Beste aus unserer Auszeit machen.
Haben Sie ein bestimmtes Reiseziel im Sinn? Ich dachte darüber nach, in die Berge zu gehen, um zu wandern. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Ich auch. Lass uns anfangen, die Details für unsere Reise zu planen. Lektion 10. Verfügbarkeit der Zimmer. Ja, wir haben ein Zimmer für dich. Fantastisch. Wir freuen uns auf unseren Aufenthalt. Großartig. Haben Sie spezielle Vorlieben für Ihr Zimmer? Ich hätte gerne ein Zimmer mit einer schönen Aussicht, wenn möglich. Unbedingt. Wir haben mehrere Optionen mit wunderschöner Landschaft. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, mich zu entspannen und die Sehenswürdigkeiten zu genießen. Gibt es noch etwas, das Sie während Ihres Aufenthalts anfragen möchten? Vielleicht ein paar Empfehlungen für lokale Attraktionen. Natürlich. Ich werde Ihnen eine Liste mit Orten zur Verfügung stellen, die Sie unbedingt gesehen haben müssen. Lektion 11. Die russische Revolution. Das 20. Jahrhundert brachte viele Veränderungen in Russland mit sich, insbesondere während der Revolution. Ja, es war eine so turbulente Zeit, in der für alle Beteiligten so viel auf dem Spiel stand. Unbedingt. Der Fall der Monarchie veränderte den Lauf der Geschichte. Und Figuren wie Anastasia wurden zu Symbolen dieser Veränderung. Ja, ihre Geschichte ist sowohl tragisch als auch faszinierend. Ich frage mich, wie anders die Dinge gewesen wären, wenn die Revolution nicht stattgefunden hätte. Es ist interessant, über die alternative Geschichte nachzudenken. Definitiv. Die Auswirkungen auf Kultur und Gesellschaft waren tiefgreifend. Es ist eine Erinnerung daran, wie schnell sich die Dinge in der Welt ändern können. Lektion 12. Reisegeschichten. Vor kurzem war ich letzten Monat auf einer Reise nach Bali. Das klingt unglaublich. Was war dein Lieblingsteil der Reise? Ich habe es geliebt, die Strände zu erkunden. Sie waren absolut atemberaubend. Ich habe gehört, dass die Sonnenuntergänge dort atemberaubend sind. Ja, das sind sie wirklich. Jeder fühlte sich an wie ein Gemälde am Himmel. Hast du lokale Speisen probiert, als du dort warst? Oh, auf jeden Fall. Die Aromen waren unglaublich, besonders die frischen Meeresfrüchte. Das kann ich mir nur vorstellen. Bali hat eine so reiche kulinarische Szene. Das tut es wirklich. Ich kann es kaum erwarten, zurückzugehen und mehr zu entdecken. Lektion 13. Die Klavierpassion. Ich habe dich Klavier spielen hören. Das ist großartig. Ja, ich liebe es, Musik zu spielen. Tritt du in irgendwelchen Bands auf? Derzeit nicht, aber ich wollte schon immer einem beitreten. Das wäre aufregend. Mit anderen zu spielen bringt eine andere Energie. Das tut es wirklich. Ich denke, Zusammenarbeit kann Kreativität anregen. Unbedingt. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, die deine Leidenschaft teilen. Ja, ich würde gerne eine lokale Gruppe zum Jammen finden. Du solltest es dir auf jeden Fall ansehen. Es könnte zu einigen erstaunlichen Möglichkeiten führen. Das werde ich. Musik ist so eine wunderbare Art, mit anderen in Kontakt zu treten.
Lektion 14. Persönliche Geschichten. Es ist eine Geschichte, die ich nicht in einem Buch gelesen oder in einem Klassenzimmer gelernt habe. Das klingt faszinierend. Worum geht es in der Geschichte? Ich habe es gesehen und gelebt, genau wie viele von Ihnen. Das macht es so viel wirkungsvoller. Persönliche Erfahrungen finden immer Anklang. Ja. Sie prägen unser Verständnis der Welt auf einzigartige Weise. Ich stimme zu. Das Teilen dieser Geschichten kann andere dazu inspirieren, über ihre eigenen Reisen nachzudenken. Genau. Es ist wichtig, sowohl die Kämpfe als auch die Triumphe miteinander zu teilen. Ja, diese Erzählungen helfen uns, uns auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Ich würde gerne mehr über deine Erfahrungen erfahren. Lektion 15. Leidenschaft für Fotografie. Die Kamera kann auch mit älteren Modellen immer noch schöne Bilder aufnehmen. Das ist wahr. Es geht nur um das Können des Fotografen. Ja, ein gutes Auge kann in der Fotografie einen großen Unterschied machen. Ich finde es toll, wie manche Menschen Emotionen durch ihre Linse einfangen können. Genau. Es ist, als würde man eine Geschichte ohne Worte erzählen. Ja. Welche Art von Fotografie magst du? Ich fühle mich besonders zur Landschaftsfotografie hingezogen. Das ist wunderbar. Die Natur hat so viel Schönheit zu bieten. Ich stimme zu. Lass uns irgendwann einen gemeinsamen Fotospaziergang planen. Lektion 16. Raumansichten. Die Aussicht und die geräumigen Zimmer klingen fantastisch. Ja, ich liebe es, an einem Ort zu wohnen, der sich offen und einladend anfühlt. Hast du eine endgültige Entscheidung getroffen, wo du übernachten möchtest? Ich neige zu einem Ort, der sowohl eine großartige Aussicht als auch Komfort bietet. Das klingt perfekt. Die richtige Atmosphäre kann den Unterschied ausmachen. Unbedingt. Es verbessert das gesamte Reiseerlebnis. Ja, und es ist schön, nach einem erlebnisreichen Tag einen gemütlichen Ort zu haben, an den man zurückkehren kann. Ich kann es kaum erwarten, auf dem Balkon zu sitzen und die Landschaft zu genießen. Ich auch. Lass uns unsere Pläne bald fertigstellen. Lektion 17. Ab morgen. Ab morgen können wir mit unserer neuen Routine beginnen. Okay, das scheint machbar. Sollten wir uns auf bestimmte Ziele konzentrieren? Ja, ich denke, es würde helfen, uns klare Ziele zu setzen. Ich stimme zu. Das hält uns motiviert und auf Kurs. Wie wäre es, wenn wir mit Bewegung und gesunder Ernährung beginnen? Das klingt toll. Ein ausgewogener Ansatz ist wichtig. Ja, wir können uns auf dem Weg gegenseitig unterstützen. Unbedingt. Einen Kumpel zu haben, macht es einfacher, engagiert zu bleiben. Schauen wir regelmäßig vorbei, um uns gegenseitig zur Rechenschaft zu ziehen. Lektion 18. Strategie zum Aufräumen. Gute Wahl. Lassen Sie uns alles herausnehmen und die Gegenstände in Stapel aufbewahren, spenden oder wegwerfen. Das klingt nach einem soliden Plan. Das wird uns helfen zu erkennen, was wir wirklich brauchen. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel Zeug wir im Laufe der Zeit ansammeln.
Ja. Manchmal halten wir an Dingen fest, die uns nicht mehr dienen. Richtig. Dieser Prozess wird erfrischend und befreiend sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie viel Platz wir schaffen werden. Es wird sich so viel leichter anfühlen, wenn wir fertig sind. Ja, außerdem kann das Spenden von Gegenständen anderen helfen, was sich lohnt. Unbedingt. Lass uns anfangen. Ich bin bereit zu entrümpeln. Lektion 19. Aktivitäten planen. Ich dachte über unseren Zeitplan nach. Wir könnten eine Aktivität am Morgen und eine andere am späten Nachmittag machen. Das klingt nach einer guten Idee. Das gibt uns Zeit, zwischendurch zu entspannen. Ja. Lass uns Tickets für die Nachmittagsveranstaltung buchen. Großartig. Was hattest du für den Morgen im Sinn? Vielleicht können wir ein lokales Museum besuchen oder wandern gehen? Ich liebe diese Optionen. Beide sind perfekt, um den Tag zu beginnen. Genau. Lassen Sie uns bald entscheiden, damit wir die notwendigen Vorkehrungen treffen können. Ja, ich freue mich darauf, alles zu erkunden. Ich auch. Das wird ein toller Tag. Lektion 20. Verhaltensänderungen. Für Menschen, die in dieser Zeit gelebt haben, schienen die Veränderungen ziemlich signifikant zu sein. Unbedingt. Es ist faszinierend, wie sich gesellschaftliche Veränderungen auf das Verhalten auswirken können. Ja, die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, hat sich stark weiterentwickelt. Ich stimme zu. Die Technologie hat beispielsweise die Kommunikationsstile verändert. Genau. Die Menschen sind verbundener und fühlen sich manchmal isoliert. Das ist wahr. Es ist interessant, wie sich diese Dynamiken im Alltag auswirken. Ja, und wenn wir diese Veränderungen verstehen, können wir Beziehungen besser steuern. Definitiv. Es geht darum, sich an die Welt um uns herum anzupassen. Ich denke, es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie wir unsere Interaktionen verbessern können. Lektion 21. Grundlegendes zum Verpacken. Vergessen Sie nicht, Wanderschuhe, Sonnencreme, Insektenschutzmittel und ein Erste-Hilfe-Set einzupacken. Gute Entscheidung. Diese Gegenstände sind für eine erfolgreiche Wanderung unerlässlich. Ja, richtiges Schuhwerk kann auf dem Trail einen großen Unterschied machen. Unbedingt. Komfort ist entscheidend, wenn Sie stundenlang unterwegs sind. Und Sonnencreme ist ein Muss, um vor Sonnenbrand zu schützen. Definitiv. Das habe ich auf meiner letzten Wanderung auf die harte Tour gelernt. Insektenschutzmittel sind genauso wichtig, um die Ungeziefer fernzuhalten. Ja. Ich ertrage es nicht, wenn Mücken einen schönen Tag ruinieren. Und ein Erste-Hilfe-Set stellt sicher, dass wir auf kleinere Verletzungen vorbereitet sind. Lektion 22. Kochstrategie. Das ist ein guter Plan. Ich fange damit an, die Zwiebeln und den Knoblauch anzubraten. Perfekt. Diese Aromen werden die Küche mit einem so warmen Duft erfüllen. Ja, und dann füge ich die Tomaten hinzu, damit sie köcheln. Klingt köstlich. Es ist erstaunlich, wie einfache Zutaten Magie erzeugen können. Genau. Was sollten wir Ihrer Meinung nach noch in das Gericht aufnehmen?
Vielleicht ein paar frische Kräuter für zusätzlichen Geschmack. Tolle Idee. Frisches Basilikum oder Oregano würden das Gericht aufwerten. Unbedingt. Stellen wir sicher, dass wir alles vorbereitet haben, bevor wir beginnen. Ich freue mich darauf, dieses Essen zusammen zu genießen. Lektion 23. Wochenendpläne. Das klingt lustig. Wie lange bleibst du auf deiner Reise? Nur für eine Woche, dann wieder zu Hause. Ich freue mich darauf, es zu erkunden. Eine Woche ist die perfekte Zeit, um viel zu sehen. Ja, ich habe eine Liste von Orten, die ich besuchen möchte, während ich dort bin. Das ist großartig. Was steht ganz oben auf deiner Liste? Ich möchte wirklich einige lokale Märkte besuchen und das Streetfood probieren. Unglaublich. Streetfood ist oft die beste Art, einen Ort zu erleben. Genau. Ich kann es kaum erwarten, all die verschiedenen Geschmacksrichtungen zu probieren. Stellen wir sicher, dass wir unsere Reiseroute gut planen. Lektion 24. Ernährungsumstellungen. Das ist großartig. Welche Änderungen haben Sie an Ihrer Ernährung vorgenommen? Nun, ich habe angefangen, mehr Vollwertkost und weniger verarbeitete Sachen zu verwenden. Das ist ein kluger Schachzug. Der Verzehr von Vollwertkost kann Ihre Gesundheit wirklich fördern. Unbedingt. Ich fühle mich energischer, seit ich diese Änderungen vorgenommen habe. Ja, frisches Obst und Gemüse machen einen großen Unterschied. Ich habe auch angefangen, Mahlzeiten zuzubereiten, was mir hilft, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Das ist eine großartige Strategie. Das spart Zeit unter der Woche. Genau. Außerdem ist es befriedigend, gesunde Mahlzeiten zum Mitnehmen zu haben. Ich würde gerne mehr über Ihre Ideen für die Zubereitung von Mahlzeiten erfahren. Lektion 25. Fitnessmotivation. Um motiviert zu bleiben, hilft mir ein Workout-Kumpel wirklich. Das ist eine tolle Idee. Das macht das Training viel angenehmer. Genau. Wir ziehen uns gegenseitig zur Rechenschaft, was so wichtig ist. Ich stimme zu. Es ist schön, jemanden zu haben, der dich zum Erscheinen drängt. Ja, und es kann dazu führen, dass Sie gemeinsam neue Übungen ausprobieren. Unbedingt. Es hält die Dinge frisch und macht Spaß. Außerdem ist es ermutigend, die Fortschritte des anderen zu feiern. Ja, ein bisschen Motivation kann viel zur Fitness beitragen. Lass uns irgendwann eine Zeit finden, um zusammen zu trainieren. Lektion 26. Ideen für Wochenendausflüge. Ich denke, ein Wochenendtrip wäre ideal für uns. Das klingt perfekt. Wann willst du gehen? Wir können am frühen Samstag abreisen und am Sonntag zurückkehren. Das gibt uns viel Zeit zum Erkunden. Genau. Hast du ein Ziel vor Augen? Wie steht's mit den Bergen? Ich würde gerne wandern gehen. Gute Wahl. Die Landschaft wäre fantastisch. Ja. Lass uns unsere Ausrüstung packen und ein paar Pläne machen. Ich freue mich. Das wird ein wunderbarer Kurzurlaub. Lektion 27. Nudelzutaten.
Wir benötigen einige zusätzliche Zutaten, um die Mahlzeit zu vervollständigen. Richtig. Ich denke, wir sollten ein Nudelgericht machen. Hört sich gut an. Welche Art von Sauce sollten wir verwenden? Ich liebe eine klassische Marinara. Sie ist immer ein Hit. Das ist eine gute Wahl. Frisches Basilikum wird es wirklich verbessern. Ja. Und wir sollten etwas Knoblauch für zusätzlichen Geschmack hinzufügen. Perfekt. Lass uns alles sammeln, was wir brauchen, um es zu verwirklichen. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam etwas Leckeres zu kreieren. Ich auch. Kochen mit frischen Zutaten ist das Beste. Lektion 28. Das London Eye. Eine Fahrt mit dem London Eye bietet einen atemberaubenden Blick auf die Skyline der Stadt. Unbedingt. Es ist ein Muss, wenn Sie London besuchen. Ja. Der Panoramablick ist atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön es von dort oben aussehen muss. Genau. Es ist unglaublich, die Themse und all die Sehenswürdigkeiten zu sehen. Ich würde gerne viele Fotos von dort oben machen. Ja, es ist ein perfekter Ort für unvergessliche Fotos. Stellen wir sicher, dass wir das in unsere Reiseroute aufnehmen. Definitiv. Es wird ein Höhepunkt unserer Reise sein. Lektion 29. Hausgemachte Pizza. Das klingt lustig. Was kochst du heute? Ich mache selbstgemachte Pizza von Grund auf neu. Wirklich? Das ist genial. Welche Toppings planen Sie zu verwenden? Ich denke an eine klassische Margherita mit frischem Basilikum und Mozzarella. Das klingt köstlich. Frische Zutaten machen den Unterschied. Ja. Ich finde es toll, wie anpassbar Pizza sein kann. Unbedingt. Zur Abwechslung könnten wir sogar halb-halbe Pizzen kreieren. Tolle Idee. Lass uns zusammen ein paar lustige Toppings zubereiten. Ich freue mich drauf. Gemeinsames Kochen macht immer Spaß. Lektion 30. Die Bestrebungen des Präsidenten. Es ist interessant, wie er außerhalb von Texas bekannt wurde. Ja, aber warum wollten dann so viele Leute, dass er im Jahr 2000 für das Präsidentenamt kandidiert? Ich denke, es war seine charismatische Persönlichkeit, die die Menschen anzog. Unbedingt. Er hatte die Möglichkeit, auf persönlicher Ebene mit Menschen in Kontakt zu treten. Außerdem gab ihm sein Hintergrund in der texanischen Politik eine starke Basis. Ja, das war entscheidend, um nationale Aufmerksamkeit und Unterstützung zu gewinnen. Viele sahen in ihm eine neue Alternative zu den etablierten Politikern. Genau. Seine Botschaft fand bei vielen Wählern Anklang. Es ist faszinierend, wie schnell sich die öffentliche Wahrnehmung in der Politik ändern kann. Lektion 31. Bäume pflanzen. Ich denke, die Unterstützung von Organisationen, die Bäume pflanzen, könnte einen Unterschied machen. Unbedingt. Bäume sind lebenswichtig für unsere Umwelt und unser Klima. Ja, sie helfen, Kohlendioxid zu reduzieren und Sauerstoff bereitzustellen. Außerdem schaffen sie Lebensräume für Wildtiere, was so wichtig ist.
Genau. Und das Pflanzen von Bäumen kann auch Gemeinden verschönern. Ja, es ist eine einfache Handlung, die eine nachhaltige Wirkung haben kann. Ich finde es toll, wie solche Initiativen Menschen in den Umweltschutz einbeziehen. Definitiv. Es ermutigt alle, sich am Schutz unseres Planeten zu beteiligen. Suchen wir nach lokalen Organisationen, die wir gemeinsam unterstützen können. Lektion 32. Nachverfolgung. Wir müssen alles im Auge behalten, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft. Ja, ausgezeichnet. Wir können uns keine Verzögerungen bei diesem Projekt leisten. Genau. Rechtzeitige Kommunikation ist der Schlüssel für einen reibungslosen Ablauf. Ich stimme zu. Es ist wichtig, sich mit allen Beteiligten in Verbindung zu setzen. Lassen Sie uns eine Liste aller Aufgaben erstellen, die unsere Aufmerksamkeit benötigen. Guter Plan. Auf diese Weise können wir priorisieren, was am dringendsten ist. Ja, ich werde mich darum kümmern, die Lieferanten für Updates zu kontaktieren. Und ich kann das Team kontaktieren, um ihre Fortschritte zu bestätigen. Perfekt. Wir werden uns danach neu gruppieren, um unsere nächsten Schritte zu besprechen. Lektion 33. Mit Änderungen umgehen. Inwieweit haben Sie die Veränderungen in Ihrer Umgebung bemerkt? Das ist beeindruckend. Ich habe in letzter Zeit einige Transformationen gesehen. Haben Sie sich irgendwann zurechtgefunden oder brauchten Sie Hilfe? Ich habe meinen Weg gefunden, aber am Anfang war es etwas verwirrend. Ich kann das nachvollziehen. Neue Orte können überwältigend sein, bis Sie sich vertraut gemacht haben. Ja, aber Erkunden kann auch Teil des Spaßes sein. Unbedingt. Jede Ecke kann zu neuen Entdeckungen führen. Ich liebe das Abenteuer, versteckte Juwelen in einer Stadt zu finden. Ich auch. Das macht die Reise so viel aufregender. Lektion 34. Einkaufsabenteuer. Ziemlich lustig. Wo bist du hingegangen? Ich habe ein paar lokale Märkte besucht und einige tolle Geschäfte gefunden. Gibt es gute Geschäfte, die du empfiehlst? Ja, ich habe eine fantastische Boutique mit einzigartiger Kleidung gefunden. Das klingt unglaublich. Ich liebe es, solche versteckten Juwelen zu entdecken. Ich auch. Es ist immer aufregend, etwas Besonderes und anderes zu finden. Hast du etwas gefunden, dem du nicht widerstehen konntest zu kaufen? Unbedingt. Ich konnte mir einen schönen handgefertigten Schal nicht entgehen lassen. Das ist wunderbar. Schals können wirklich jedem Outfit-Stil verleihen. Lektion 35. Höflichkeit ist wichtig. Manche Verhaltensweisen können andere irritieren. Es ist wichtig, achtsam zu sein. Unbedingt. Eine höfliche Person vermeidet es, an öffentlichen Orten zu laut Musik zu spielen. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man anderen gegenüber rücksichtsvoll ist. Ich denke, einfache, freundliche Handlungen können einen großen Unterschied machen. Definitiv. Es schafft eine angenehmere Umgebung für alle. Ja, und es gibt einen positiven Ton in sozialen Interaktionen an. Ich stimme zu. Höflichkeit kann insgesamt zu einer besseren Kommunikation führen.
Genau. Machen wir es uns zur Aufgabe, Freundlichkeit in unserem täglichen Leben zu praktizieren. Das ist eine tolle Idee. Kleine Gesten können eine große Wirkung haben.